In dieser Datei geht es um Karma, auch um mein Karma selbst. Ich beschäftige mich seit meinem 20. Lebensjahr mit Karma. Ich bin damit konfrontiert worden, einfach so. Egal was ich getan habe, ich wurde immer damit konfrontiert. Hamburg ist eine Großstadt und viele Leute dort interessieren sich dafür und setzen sich damit sehr auseinander. Im Ruhrpott jedoch, wo ich groß geworden war, kenne ich nicht eine einzige Person. Ich begegne einfach niemanden. Und ich kenne dort wirklich auch sehr viele Menschen. Nun denn, obwohl ich Karma-Expertin bin, durch Jesus natürlich auch, weiß ich erst seit Juli 2015, dass ich auch noch Karma mit ihm hatte. Jesus ist ja das Lamm. Er ist die pure Sonne. Die Sonne spiegelt aber auch alles in einem. Ich bin die Frau aus den Schriften, die mit der Sonne bekleidet ist. Und unter den Füßen befindet sich der Mond. Der Mond symbolisiert immer unbewusste Aspektbereiche. Jesus hatte mir immer sehr viele Zeichen gegeben, das tut er. Er bestätigt einem aber auch immer die Wahrheit, die eigene innere Wahrheit, die man lebt und leben will. Wenn man die Zeichen nicht beachtet oder nicht haben will und negiert in sich, dann sagt er sich, okay, dann ist das so, dann muss ich eben die Person dahin führen, wo ich sie hinhaben will, damit sie dann über diese Umwege weiß dann, wann auch immer, dass da was ist. So tut Jesus das. Das macht er aber so bei jedem. Wenn er mir Zeichen gab, die ganzen Jahre schon vorweg, dann war das immer so für mich gewesen, als hätte ich Streit mit ihm gehabt. Das war dann immer so schlimm für mich. Ich habe mich dann entschuldigt immer, um Vergebung gebeten und irgendwann sagte er dann, es ist alles in Ordnung wieder. Ich habe aber nie gefragt, ob da noch etwas ist bei mir. Ich dachte ja, ich bin seit 2001 erleuchtet und alles ist gut. Ich dachte, nun bin ich fertig mit meiner Arbeit, weil er ja auch sagte, ich habe eine Weltaufgabe mit ihm zusammen. Und da es viele Prophezeiungen darüber gibt, die auch haargenau zu mir passen, Sie können das ja nicht wissen, weil Sie mich nicht kennen. Ich weiß es aber. Außerdem sagt Jesus es, und wenn er das sagt, dann vertraue ich ihm. Sonst brauche ich ihn ja nicht als Meister zu haben. Ich wäre nicht in meinen kühnsten Träumen darauf gekommen von selbst, dass ich selbst noch irgendetwas mit ihm klären muss oder mit Gott. Für die Menschen nur war ich erleuchtet. Da war alles ausgeglichen. Sonst kann ich eine Weltaufgabe auch nicht erfüllen. Man muss erleuchtet sein, wenn man erlösen will für die anderen. Das geht nur durch Transformation oder auch durch Alchemie. Durch das Gift von Luzifer, was er verbreitet hat, muss man die Alchemie beherrschen, sonst kann man nichts tun. Das geht nicht. Der hat so viel Magie gemacht, er hat so viele Anhänger auch, die Rituale machen gegen Gott. Das kann man nur durch Alchemie wieder auflösen. Kleopatra hat auch Alchemie gemacht. Ich war ja auch Kleopatra gewesen. Das kann einzig und allein nur eine Frau.
Die bekommt die Befugnis dafür von Gott. Andere können das vergessen, so sehr sie sich das auch wünschen. Sie bekommen es einfach nicht von Gott. Das geht auch gar nicht. Ich bin die erste Frau aus der Himmelwelt. An mir und an Jesus sind alle gebunden. Das hat Jesus nicht gesagt damals. Das tut er nicht. Er ist ja die pure Sonne. Ich habe ja Karma gehabt. Die Zeit war damals noch nicht reif gewesen dafür. Jetzt erst durch das Wassermann-Zeitalter sind die Bedingungen so für Gott, weil er es selbst so wollte, das ist so sein Plan gewesen, ist das alles erst möglich durch das, was der Fisch alles repräsentiert. Das Sternzeichen Fisch steht für Transzendenz und Transformation, also für Erlösung, für Auflösung. Der Fisch steht für Wasser und der Wassermann für den Geist. Das heißt, wir können den Geist auch benutzen, um unser Bewusstsein zu verändern. Neue Schwingungen, kosmisch bedingt, können das bewirken und wir können es nutzen oder aber ignorieren. Wie schwer das alles ist, das habe ich ja am eigenen Leibe erfahren dürfen, obwohl ich eine Expertin bin und auch noch Gott als Sprachrohr habe und Jesus und die Göttin Isis. Das mag man gar nicht vermuten, das ist aber so. Seit Juli 2015 gehe ich auf jeden Fall anders um damit und bekomme dadurch auch ganz andere Informationen von Jesus, die ich vorher gar nicht bekommen hatte. Jesus sagte, ich wurde aus dem Himmel verstoßen. Und auf einmal sah ich das in den Schriften und auch im Internet, dass es so etwas tatsächlich gegeben hat. Das habe ich vorher nicht gelesen. Ich war blind dafür. Ich wollte das nicht lesen und dann werde ich auch nicht damit konfrontiert. So ist das und so läuft das ab. Nehmen wir mal Kali und Shiva. Das war ich auch gewesen und Jesus war auch Shiva. Er ist der Erste und der Letzte und ich bin auch die Erste und die Letzte. Das hat die Göttin Isis gesagt und ich war die Göttin Isis gewesen und wenn ich zu ihm gehöre, dann ist das so. Diese Geschichte gilt für die Inder so. In Ägypten war das Hathor gewesen. Hathor war auch Isis und man findet sehr viele Parallelen. Ich wurde also aus dem Himmel verstoßen. Luzifer konnte im Himmel ganz viele Engel für sich gewinnen. Die sind alle so wie er jetzt inkarniert auf der Erde und so wie ich ja auch und so wie der Chiron auch, der wiederkehrende Jesus Christus ist und darauf wartet, erscheinen zu können. Oder einfach irgendwann erscheint, wenn man ihn nicht früher haben wollte. Geht man nicht zu den Dingen, dann kommen die Dinge zu einem. So ist das mit allem. Kümmert man sich nicht um das, worum man sich kümmern muss und sollte, und tut man nichts dafür, dann kommt die Sache auf einmal zu einem selbst und zwingt einem das auf und dann muss man sich darum kümmern. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, weil man sonst nicht aus der Sackgasse rauskommt. Vielleicht kommt man ja auch gar nicht daraus. Das liegt aber an jedem selbst. Für Gott kann man immer aus einer Sackgasse herauskommen, außer man ist ein Schwerverbrecher oder Mörder. Um diese geht es aber hier nicht. Mit den Gottlosen wollen wir nichts zu tun haben. Die haben sich selbst schon zugrunde gerichtet, weil sie es bei anderen so tun auch. Klar tut Gott da auch was. Das hat aber nichts mit meiner Weltaufgabe zu tun. Ich nur muss Luzifer besiegen mit Jesus zusammen und mein Karma gereinigt haben. In der Bibeloffenbarung steht, Jesus reinigt das Kleid seiner Braut und macht es weiß wie Leinen. Das ist das. Viele denken und glauben, damit ist ein Volk gemeint.
Das ist aber nicht so. Das ist nur auch so. Das gilt für alle ja. Nicht nur für mich. Alle sollen ja eine schöne Aura haben und somit ein schönes Kleid. Wer das haben will, hat immer Jesus Hilfe. Darauf kann er sich verlassen. Wie gesagt, Luzifer konnte im Himmel viele Engel für sich gewinnen. Das wiederum aber hatte mich so traurig gemacht. Ich wollte die zurückholen zu Gott. Ich musste mich verkleiden und verstecken, in andere Rollen und Identifikation gehen, nur um sie ihm wieder entlocken zu können. Er sollte ja nichts merken davon. Das steht nirgendwo geschrieben. Ich sage es Ihnen, Sie können es glauben oder Sie lassen es bleiben. Ich war also freiwillig in die Unterwelt gestiegen, denn Luzifer war ja aus dem Paradies vertrieben worden und wollte auch die Unterwelt erobern. Weil ich das wollte und somit alle zu Gott zurückführen wollte, aus diesem Grund nur hat Gott mich verstoßen. Für Gott ist das allerletzte, so etwas zu tun. Ich habe es eigenständig getan, weil Gott das niemals erlaubt hätte. Ich wurde dann dort festgehalten und eingesperrt. Das tat Luzifer so, weil er an Jesus herankommen wollte, um ihn dadurch dann töten zu können. Getötet werden kann man aber nur, wenn man ungöttlich wird, so wie Luzifer selbst. Man kann Große töten in jeder Inkarnation. Solange die für Gott heilig sind und göttlich gelebt haben, passiert denen gar nichts. Die inkarnieren wieder neu und gut ist. Und darüber gibt es sehr viele Geschichten weltweit, dass Jesus in die Unterwelt steigen musste, weil der Drache, also sprich Luzifer, mich verfolgt, damit er mich von ihm wieder befreien kann. Die Anhänger von Luzifer habe ich nicht wieder zurück zu Gott bekommen. Sie haben ihm einen Bund geschworen und ewige Treue. Luzifer selbst will immer nur unseren Tod. Das ist alles, was er will. Er versucht, uns ungöttlich zu machen, damit wir unheilig werden. Er tut es so, indem er und seine Anhänger nonstop versuchen, uns zu verführen, damit wir dreckig werden, damit er dann so die Macht Gottes an sich reißen kann. Das schafft er aber nicht. Ich sage nur, Zauberer gehen dabei so geschickt vor, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie ausgetrickst die sind. Und das müssen wir beide überwinden, immer wieder neu, bis alles aufgelöst wurde. Jede Zauberei, Hexerei, Schwarzmagie auch. Es ist immer was anderes. Fortsetzung folgt. Eure Manuela.